Ihr habt schon alle gängigen Hakenköder vergeblich ausprobiert. Seid schon am Verzweifeln und ihr bekommt einfach keine Bisse mehr. Hier in diesem Tutorial zeige ich euch mein Trumpfass, was immer ein Versuch wert ist, um den letzten Fisch noch herauszukitzeln. Und zum Schluss gibt es noch wieder einen Bonustipp. Bleibt dran, mehr dazu nach dem Trailer. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Friedfischen TV. Mein Name ist Michael Schlögel. Meine Passion ist seit über 40 Jahren Friedfischangeln pur. Wer gerne mehr solche Filme gratis sehen möchte, der kann gerne meinen Kanal abonnieren und anschließend das Glockensymbol drücken und ist stets up to date. Nun Film ab. Ich spreche heute über einen ganz besonderen Hakenköder, der mir das ein oder andere Mal noch Fische beschert hatte. Oft waren es dann Karpfen, Schleien, Karauschen und Brassen. Ich nenne diese Hakenanköderung Medusa Madenrig. Der Vorteil dieses Rigs ist die natürliche Köderpräsentation über Grund. Auf dem Angelmarkt gibt es zwar Madenringe, in Englisch heißen die Maggot Clips. Hier ist jedoch Metall im Spiel. Die Maden werden auf den Ring aufgezogen und laufen aus, weil die Ringspitze nicht so scharf und dickdrahtig ist. Die Maden verlieren dann zunehmend im Wasser an Beweglichkeit und ferner hat der Madenring noch sein Eigengewicht. Im Vergleich zu meinem Medusa Madenrig ist die Köderpräsentation meiner Meinung nach schlechter. Zur Herstellung des Medusa Madenrigs benötigt ihr Folgendes. Erstens trockene, lebendige Maden, Sekundenkleber, Pop-Up-Boilie sowie ein fertiges Vorfach mit Haar. Los geht's. Im ersten Schritt bestreiche ich das dicke Madenende mit Sekundenkleber. Seht ihr hier? Die Made muss unbedingt trocken sein. Es gibt natürlich sehr viele Sekundenkleber auf dem Markt und für ganz spezielle Materialien. Ich habe einfach mal den erstbesten, das ist der hier, ausprobiert, der so eine Art Gel, und der funktionierte gleich tadellos. Nun kommt der Auftriebsköder, der Pop-Up-Boilie, mit ins Spiel. Die Durchmessergröße des Boilies entscheidet ihr, was ihr letztendlich bezwecken möchtet. Hier in diesem Beispiel habe ich einen großen Boilie im Einsatz zur Demonstration. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Mixturen, wo gegebenenfalls der Kleber nicht haftet. Einfach vorher ausprobieren. Ich hatte in der Vergangenheit auch Styroporkugeln ausprobiert. Hier ätzte der Sekundenkleber das Material weg und war unbrauchbar. Ich denke, es geht bestimmt aber auch gut mit Kork. Was meint ihr dazu? Habt ihr da schon Erfahrung sammeln können? Gerne könnt ihr es mir unten in die Kommentarleiste posten. Ich antworte auf jeden Fall. Nachdem ich den Kleber am Ende der Made hier aufgetragen habe, kommt nun etwas filigrane Arbeit auf euch zu, die sich aber in Form von Fisch hoffentlich für euch bald lohnen wird. Ich drücke die Made fest auf den Boilie, warte da erst einen Moment, so nach ein paar Sekunden prüfe ich, ob die Made hält. So, das macht einen guten Eindruck. Und dann wiederhole ich das Prozedere mit den ganzen Maden, bis der Pop-Up kaum noch zu erkennen ist. Endlich habe ich es geschafft und hier präsentiere ich euch die quirlige Wunderkugel. Ich habe das Rig extra 15 Minuten vorher ins Wasserbad gelegt. Die Maden waren dann immer noch dran und hafteten gut, war top. Auch haben sie abschließend den Auswurf in der Luft gut überstanden. Der Geruch des Sekundenklebers fand ich nicht negativ. Man roch nichts. Der eine oder andere kennt das aber doch bestimmt noch aus der Vergangenheit. Die Tube Mystic. Das riecht richtig stechend nach Uhu, finde ich, und funktioniert auch gut. Was meint ihr dazu? Und nun zum Bonustipp. Der Medusa Madenrig ist über den Gewässergrund in Kombination mit einem Madenteppich oft sehr effektiv. Ihr könnt es mit einem langen Vorfach ausprobieren, wenn zum Beispiel die Fische in sauerstoffarmen Gewässer über Grund die Nahrung aufnehmen, oder ihr könnt es auch über einen Krautgürtel versuchen. Natürlich geht es auch am Methodkorb oder am Pelletkorb. Am 10 cm Vorfach klemme ich noch das eine oder andere Nummer 4 Stotzblei, je nach Auftrieb des Hagens oder Köder drauf. Je nachdem, wo ich es
hin verschiebe, liegt der Hakenköder so viel Zentimeter gezielt über dem Korb. Den Madenteppich lege ich mir bewusst aus leblose Maden an. Dabei ist es für mich wichtig, dass dieser Teppich für den Fischschwarm erkenntlich präsentiert wird. Daher bevorzuge ich am liebsten eingeschläferte Maden. Die krabbeln nicht nach einiger Zeit weg in den Schlamm oder sonst wohin. Um einen Madenteppich zu erzielen, werfe ich mindestens mal 5 Körbe mit fast puren Maden raus. Und nun kommt der Medusa-Krabblerrick mit viel Bewegung auf dem leblosen Gewässerboden ins Spiel. Die Versuchung für den Fisch anzubeißen ist bei dieser Köderpräsentation sehr groß. Hier präsentiere ich euch den Abschlussbraten, der dieser Methode nicht widerstehen konnte. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich sage mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Filmchen. Euer Netz.